Okay, da sind wir schon. Willkommen bei The Sinking City. Eins von den neueren, also 2019 war es, glaube ich, aber eins von den neueren H.P. Lovecraft inspirierten Games. In diesem Fall allerdings ähnlich wie Call of Cthulhu zuletzt, dann doch direkt in der Welt und dem Mythos verhaftet seiner Geschichten und nicht nur eine Hommage sozusagen. Ja, das gab es jetzt im Angebot auf Steam, oder gibt es gerade im Angebot auf Steam für Leute, die ja Bock drauf haben. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, gibt es das gerade, oder falls euch das im Laufe des Streams gefallen sollte. Jetzt gerade, heute jedenfalls noch, gibt es das Spiel für nur 6 Euro. Und für ein bisschen mehr Kohle kann man sich auch noch die ganzen DLCs und Inhaltspacks und so ein Kram besorgen. Aber da habe ich mir schon so ein paar Sachen zu durchgelesen und die gelten als ziemlich beschissene Cash-Grab-Sachen. Das heißt, ich würde euch das nicht empfehlen. Deswegen habe ich mir jetzt heute einfach mal spontan, weil ich auf mein Konto geguckt habe und gedacht, ach komm, 6 Euro kannst du erübrigen. Habe ich mir jetzt gesagt, komm, das hast du schon sehr lange auf deiner Liste. Und keiner meiner Freunde hat es, über den ich das jetzt über die Familienbib abgreifen kann. Da habe ich mir das jetzt einfach mal vorhin spontan besorgt. Und jetzt nur für den Test der Aufnahme mal kurz den Anfang reingeguckt, der schon gerade von der Inszenierung der Atmo her verdammt gut ist. Also ich habe über das Spiel bisher nur so mittelmäßige, solide Kritiken gehört. Aber auch jetzt nichts allzu groß Schlechtes. Und ja, genau, deswegen dachte ich mir so, hey, das und Call of Cthulhu, was wir ja schon mal gezockt haben gemeinsam, das sind sich ja recht ähnlich. Und Call of Cthulhu hatte uns, also mir jedenfalls und meinem Kumpel Race, hat das eigentlich ziemlich gut gefallen, aber hatte noch Luft nach oben. Und jetzt dachte ich mir, ach komm, das Spiel hier geht in eine ein bisschen andere Richtung. Habe ich auch Bock drauf. Und was genau... Oh, jetzt ist die Verbindung gerade... Ah, da ist es wieder. Alles klar. Verbindung war kurz ziemlich schlecht. Oder ist es jetzt leider immer wieder, wie es aussieht? Ne? Naja. Auf jeden Fall ist das interessant, weil das ist jetzt von Frogwares, das Spiel. Und die sind bekannt für die alten PC-Adventure von Sherlock Holmes. Also hier wirklich dann so die ganz frühen PC-Spiele, die okay sind, okaye Detektivspiele mit okayen Rätseln, mittelmäßiger bis schlechter Grafik, aber irgendwie hatten die alle was. Und es gibt ja auch jetzt gerade, gab es ja auch jetzt frisch ein Remake. Ich meine, es wäre sogar schon raus, ich bin mir gerade unsicher. Oder es kommt jetzt eins von beiden. Von Die Spur der Erwachten, wo Sherlock Holmes einen quasi Lovecraft-Cthulhu-Fall lösen soll. Und während ich hier kurz mal noch ein bisschen beobachte, ob die Verbindung hält oder nicht, was jetzt gerade wieder geht, erzähle ich mal eine kleine Anekdote und dann können wir von mir aus auch direkt starten. Und zwar habe ich mir damals bei Saturn, habe ich dann die Verpackung gesehen von Sherlock Holmes, so Die Spur der Erwachten, und der Titel und das Cover und so, das sah einfach so creepy und weird aus. Und Sherlock Holmes fand ich als Kind schon sehr faszinierend, weil ich den Film Das Geheimnis des verborgenen Tempels damals gesehen hatte, wo Sherlock Holmes quasi ein kleiner Junge ist und er und Watson sich quasi auf der Schule kennenlernen, so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art ausgedachtes Prequel und sowas. Ziemlich geiler Film, kann ich sehr empfehlen. Also falls ihr da Bock drauf habt, Geheimnis verborgenen Tempels oder im Original einfach Young Sherlock Holmes von 1985. Großartiger Film und auch sehr, sehr düster und creepy und sowas. Und deswegen war ich so, oh, Papa, kannst du mir das bitte kaufen? Und obwohl das sehr grotesk und düster aussah, ich glaube, ich war da gerade so 10 oder 11 oder so, aber war es halt ab 12 und er so, ja komm, kaufe ich dir. Und dann habe ich das Spiel gespielt, allerdings nur so den Anfang, weil ich an einem gewissen Punkt, und das liegt leider daran, dass diese alten Frogwares-Spiele nicht so geil designt sind, gab es eine Stelle, wo ich einfach nicht weitergekommen bin. Also ich habe jeden Ort untersucht, ich habe jeden Hinweis untersucht, ich habe mit allen Figuren gesprochen und das Spiel ging einfach nicht weiter. Und ich war so enttäuscht, weil ich als Kind dann wirklich so war, so, oh Gott, ich wollte auch wissen, was dieses Mysterium ist, was ist denn hier los?
und war richtig sauer. Und ja, hab's dann nie durchgekriegt. Und irgendwann gab's dann mal so des Öfteren mal so Flohmärkte, dann habe ich das und wie ist das andere nochmal? Fluch der Karibik, der Fluch der Black Pearl oder irgendwie sowas, war auch so ein Spiel. Das habe ich immer bis zu dem Blackbeard Bossfight gespielt und dann bin ich nie weitergekommen. So, da bin ich über so einer blöden Stelle hängen geblieben. Und die beiden Spiele und Star Wars Empire at War, weil ich dachte, ach, Echtzeitstrategie wie Schlacht um Mittelerde, geil, aber ich fand das Spiel nicht ansatzweise so geil wie Schlacht um Mittelerde und deswegen die 3 Games habe ich damals auf dem Flohmarkt für wahrscheinlich viel zu wenig Geld dann vertickt. Und das letzte Frogwares-Spiel, was ich gespielt habe, war halt Sherlock Holmes gegen Arsène Lupin, weil es das halt in der Spielezeitschrift gab. Und das Spiel hatte so seine Momente, war aber insgesamt schon ziemlicher Crap, also es war schon nicht besonders gut. Und naja, das ist auf jeden Fall meine Erfahrung mit Frogwares-Titeln. Und wie gesagt, ne, dann haben sie mit Sherlock Holmes sogar schon versucht, ein H.P. Lovecraft Crossover zu machen. Ja, und jetzt haben sie dann offensichtlich dann die Lizenz bekommen, um dann, oder ich weiß gar nicht, wie es da läuft, aber naja, auf jeden Fall ist das jetzt ein direktes Lovecraft-Game von Frogwares. Und jetzt, sagen wir es so, meine Erwartungshaltung ist mittelmäßig. Ich habe Bock auf jetzt so eine Art von Game, weil es soll jetzt hier in erster Linie so ein Detective Investigation Game sein, was mir bei Call of Cthulhu schon ganz gut gefallen hatte, aber hier ist der Fokus, glaube ich, noch mehr darauf. Habe ich Bock drauf. Das Kampfsystem soll nicht ganz so toll sein, aber es ist nicht so schlimm, wenn man mehr Zeit mit Investigaten verbringt, ist mir das gleich. Ja, genau. Das ist jetzt so das, was ich jetzt so im Vorfeld weiß. Mehr weiß ich über das Spiel absolut nicht, außer ich gerade das Intro gesehen habe und das ziemlich geil inszeniert ist. Das muss ich ehrlich sagen. Also das werdet ihr jetzt auch sofort sehen. Die Verbindung scheint sich jetzt auch eingekriegt zu haben. Also ist alles im grünen Bereich wortwörtlich und 60 Frames, alles läuft. Dann würde ich sagen, springen wir rein. Los geht's. Ja. Dear Mr. Charles Reed, as you requested, I've researched the outburst of hysteria and visions in the city of Oakmont. Mars. It turns out that your assumptions were correct. Such cases are indeed more frequent here. Men and women from across the country are drawn to Oakmont, haunted by visions similar to yours. A city drowning. The presence of something great, yet unknown. As luck has it, I believe we have stumbled upon the source of your ailment, and the person who might help you with it. Prepare yourself, then come to Oakmont as soon as you can. I will meet you here to help you on your way. Cordially, Johannes van den Berg. Oder van den Berg. Und pling
Wir sind da, auf dem Aron-Ship. Also, wenn es jetzt eine Anlehnung an den Fährmann ist aus der griechischen Mythologie, dann wäre es, glaube ich, Charon. Ich glaube, das CH ist mehr oder weniger stumm. Also, ich finde diese Intro-Sequenz schon mal richtig geil. Also von der Inszenierung her, dieses Gefühl von dieser Panikattacke, die er da hat und sowas und der Übergang von Traum in Wachzustand, schon mal ziemlich geil und auch ziemlich das, was ich von so einem Lovecraft-Game erwarte. Und jetzt schauen wir uns mal direkt hier oben. Da liegt schon mal eine Knarre. Hope I never have to use it, but something tells me I will. Ah, das glaube ich auch. Da haben wir den Brief, alles klar. Jetzt wird wieder so viel reingeschmissen auf dem Bildschirm. Casebook. Press C to activate Casebook. Ah, okay. Frosty Welcome. Das ist der Main Case. Okay. Also schon mal so ein bisschen so wie bei In the Mouth of Madness von John Carpenter, diese Idee, dass es einen Ort gibt, an den Leute quasi wie so magisch sich hingezogen fühlen, oder auch ein bisschen Silent Hill und Leute mit Visionen dann dahin kommen und er auch. Dass er hingeht, das zu investigaten. Es hat schon so ein bisschen so In the Mouth of Madness, Silent Hill, Shutter Island mäßigen Vibe. Also ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das dann noch entwickeln wird. Das haben wir hier Lore. Werden wir noch rausfinden. Skills. Ah, Combat Proficiency. Set Traps twice as quickly. Bla bla bla. Mega Mind. Map haben wir noch nicht. Inventory. An army issue bolt M11. Easy to handle and to carry. Concealed. A private eyes weapon of choice. Use .38 pistol rounds. Und First Aid Kit haben wir auch. Super. Und ein Mind Palace. Das ist ja schon mal geil, weil bei Alan Wake 2 wird es ja jetzt bald auch ein Mind Palace geben, sowas in der Art. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil es da auch viel so Investigation geben soll. Was ist das? Eine Folding Camera, Key Evidence. Coil Springs, Shell Casings. Okay, wir können scheinbar auch craften später. Kann ich nicht irgendwie... Aua! Oh! Okay, achso, E ist mit einer Schaufel in die Fresse hauen. Geil. Ah, F ist Taschenlampe, okay. Auch wichtig. Was haben wir noch? Also ja, das C, genau. X zeigt mir was? Johannes on the Repository has found the source of emitting visions. Also es zeigt mir dann meine Mission, alles klar. Shift ist natürlich Rennen, Steuerung ist Stealth. Ah, mein Inventar. Okay, sollten wir es mal durchladen. Never trust a tourist advertisement. Ich finde es schade, dass er mit Rechtsklick... Ah, mit der Kamera kann ich näher ran. Ah, alles klar. Oakmont Monolith National Park is waiting for you. Oh, das klingt schon mal geil. Was ist das? Achso, Kamerasymbol, okay. Photo of Trophy Plate. All evidence collected. Ah! Oh, okay. Q ist scheinbar so eine Art Detective Vision. Aha. Ich hoffe, die brauchen wir nicht zu häufig. Was ist T? Ach, T ist jetzt quasi so Tutorial-Kram. Geil. Dann hoffe ich, dass das Spiel uns nicht ständig mit Tutorials zuscheißt, wenn es sowas gibt. Okay, gut. Also wenn wir alles haben, kann ich auch von anderen Dingen Fotos machen? Ist das relevant? Nee, spielt keine Rolle. Gromre. The Noble Troglodyte. Was ist das? Makumazan. Curse of a Were-Jaguar. Okay. Ja, ich habe schon gelesen, dass das Spiel im Jahr 1920 spielt. Das heißt, das sind jetzt wahrscheinlich so die Cover von den ersten, so wahrscheinlich von so Pulp-Novels.
Aber ich nehme an, auch von so 20er Jahre Stummfilm, Adventure-Film und sowas. Das passt natürlich ganz gut zu dem Vibe. Oakmont Shipping Company. Regular fortnightly sailing to Oakmont via Panama. Aha. Ja gut. Dann gehen wir mal von Bord. Erstmal rallen, was das hier alles macht. Ja gut. Now get out! Now get out! Now get out! Now get out! Alles klar. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. Alles klar. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot, or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia, gathering seeds of thought like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. Well, that's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Alles klar. Ich sehe leider schon, dass wenn hier so Wettereffekte und sowas sind, dass sich OBS beschwert. Deswegen werden wir mal ein paar Sachen ein bisschen runter machen. Also Wiesing nehmen wir jetzt mal erstmal raus und dann machen wir statt auf Ultra einfach mal alles auf Epic. Das wird ja wohl erstmal reichen. Probieren es einfach mal aus. Aber bisher ging es ganz gut. Was hatte ich gerade noch? Genau, das ist alles richtig so. Genau, bei Difficulty, das wollte ich noch eben zeigen, automatisch eingestellt war Newcomer, wo dann alles, was in meinem Casebook steht, was wichtig ist, sofort gehighlightet wird. Da bin ich direkt mal auf Detektiv gegangen, so auf den, ich glaube so mittleren, ja, auf den mittleren Grad. Das heißt, das Spiel nimmt uns nicht zu sehr in die Hand. Wir müssen selber investigaten. Das klingt für mich schon mal spannender. Mal gucken, wie gut es klappt. Und bei Combat bin ich auch mal auf Mittel, also auf Normal gegangen. Und sowas, genau.
Okidok. So, Moment. OBS scheint gerade wieder ein bisschen auszuticken. Okay, das ist immer noch zu viel. Dann nehmen wir mal... Ich hatte das Gefühl, mit V-Sync lief es tatsächlich besser. Kann das sein? Na gut, also mit V-Sync beschwert er sich auf jeden Fall nicht über die Performance. Aber ich glaube, ich werde trotzdem vorsichtshalber mal also Sachen wie Anti-Aliasing und Schatten machen wir noch ein bisschen runter. So. Ich hoffe, es ist jetzt besser. So, dann... Was ist das eigentlich? Ein Backstein? Jetzt habe ich den Backstein in der Tasche. Oh, sind schon überall so Fischgräten und sowas. Willkommen in Oakmont, Town on the Rise. Alles klar. Ist natürlich ironisch, ne, on the Rise, wenn alle träumen, dass es bald untergehen wird, wie Atlantis. Es hat jetzt nicht so einen geilen, jetzt nicht direkt so eine geile Atmo oder so einen geilen Blick auf die Stadt, wie in dem Call of Cthulhu Game, wo es ja direkt so eine, sofort so eine Art, keine Ahnung, wie soll man sagen, wo man von weitem die Skyline schon ziemlich spannend aussah. Aber es ist ja alles so durch den Regen so nebelig und dunkel, dass man nicht alles sehen kann, was auch wiederum auf andere Weise ziemlich spannend ist. Titania Lifeboat. Where's your Oberon, huh, Titania? Ein Oberon für den Where's your Fährmann. Oberon, huh, Titania? Meinen die das? Quasi, ne, für die... Noch eine Charon-Referenz. Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. Ah, Innsmouth ist also ein anderer Ort, okay. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Oh, kann ich ins Wasser gehen? Ich kann sogar schwimmen. Okay. Ja gut, in einem Lovecraft-Game ist das vielleicht keine so gute Idee, aber... Ach du Scheiße, ich kann hier hoch? Oh, irgendwas stimmt nicht mit meiner Wahrnehmung. Ja gut, also man sollte auf jeden Fall nicht zu lange im Wasser bleiben, nehme ich jetzt einfach mal an. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? Albert Throgmorton's will. I hope someone finds this. My name is Albert Throgmorton, and this is my will. I want to warn you. Don't go to the depths below Oakmont. There's irgendwas. We should have never done that. Everything should have remained in that cave. Professor, I fear what will become of me is... I fear what will become of me. It's singing in my brain, dancing on my eyelids every time I close my eyes. Blah blah blah. The cycles goes on and on and on and on and on and on. In the end it comes. I must warn everyone. I must tell my father. He's here. All evidence collected. Achso, man kommt quasi an so einen Ort, dann steht da, hier kannst du investigaten und dann gehst du lang, bis man alles gefunden hat. Okay. Alles klar. Und natürlich, ne, ist irgendwas im Wasser verborgen. Aber ich finde schon mal gut, dass man nicht hier auf so eine Art Detective-Sicht angewiesen ist, sondern dass man die Sachen so ganz gut finden kann bisher. Das finde ich schon mal super.
Okay, der kann viel besser klettern, als ich jetzt erwartet hatte. Ah, geil. Auch so über so Deckung. Okay, also wir sind schon mal gar nicht mal so undynamisch unterwegs. Okay, mit dem Herrn kann ich nicht kommunizieren. Der so hölzern durch die Gegend stackst. Krass, also man kann ziemlich frei sich bewegen, das finde ich schon mal geil. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is final. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not interested. Go away. The name's Charles Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing, and no one in this Innsmouther-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. So they're just refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose?
Sounds like you could use every man you can get. Vera. You have a point, newcomer. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to the house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Achso, das ist das Boot, das wir schon untersucht haben. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Kein Problem. Also, was stand da gerade? New Mind Place Clue. Komm ich da rein? Da. Also, Road to Crest. Aha. Hotel Room, Key, Room in Devil's Reef Hotel. Vor allem dieses Devil's Reef Hotel, das Zeichen hat man im Intro gesehen, als er so von dem Schiff runtergeguckt hat. Und quasi auf diese Stadt hier runtergeblickt ist. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig zu wissen. Was ist denn der Mind Palace? Was machen wir denn hier? The Fog Mountains and Innsmouth are an ongoing feud. Albert returned unstable. Okay. Combine clues to make deductions. Okay, aber ich habe jetzt gerade keine wortwörtlichen No Clue. Trophy plate with a strange fish looks very lifelike. Ugh. Das haben wir gesehen, okay. I've said everything I know. I've said everything I know. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. Don't do anything stupid, newcomer. Okay, die haben immer nur eine Keep your hands Voiceline. where I can see 'em. Das ist schon mal gut zu wissen. Achso, die Tür geht einfach auf, alles klar. Ich kann leider nicht irgendwie langsam gehen. Das ist ein bisschen strange. Ist auch strange, dass man mit Türen nicht interagieren muss. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. So, teilen. Okay. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. Mehr kann man sich immer nicht angucken, alles klar. Ich bin es gewohnt, dass man manchmal doch noch ein bisschen mehr erfahren kann, aber scheint nicht so zu sein.
Geil, selbst in Häusern kann man so rumklettern, das ist gut. Das geht ja auch nicht immer. Manchmal ist man da so komisch I'm surprised eingeschränkt. they don't have someone's portrait here. So, mit so Messern und so, das sind Zielübungen. 5 cards short of a full house. Huch. Meine Taschenlampe scheint keine Batterie zu haben, das ist schon mal gut. Huch. Oh, das sieht schon mal ernst aus. Ich gehe erstmal hier rein. Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. So, that's what an Innsmouther looks like. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen grundsätzlich mit sowas aus. Mind's Eye to activate. Mhm. Ich gucke mir die Sachen erstmal so an. Oder muss ich das so machen? Grimma, Nechri, Grimma, gib heil, Nuguleina Haften. Okay, wenn ich so ein Geräusch höre, dann sehe ich in meinem Mind's Eye quasi Modern Samson, Alan Brody, Cromwell. Ich weiß gar nicht, ob das echte Filme sind, zum Beispiel. Das müsste ich mal nachgucken. Das sieht auf jeden Fall so ähnlich aus wie Filme, von denen ich weiß, dass es sie gibt. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Huch. What the fuck? I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Okay, was geht jetzt ab? Hello? Hey, can you hear me? Oh, my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me... That sounds familiar. Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was at or starve. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. Kay be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea what Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. Kay have mercy on his soul. Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. Kay is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. I'll leave you to it. Take care of yourself, Will. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me?
Did I kill Paul? Or... Okay, did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Das kann ich verstehen. Let's see what you find, newcomer. Manchmal klicke ich und der macht nichts. Ah, jetzt schon. Someone tried to flee. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Choo choo. Ahem. Die Gesichtsanimationen sind zwar leider fast non-existent, aber die Sprecher sind ziemlich gut. Also ich hatte auch die Sprecher aus dem Call of Cthulhu Game als nicht ganz so stark in Erinnerung. Im Vergleich, also... What the hell? What's happening? Okay, der hat plötzlich angefangen, über dem Bett zu schweben und weirden Shit zu reden und die sind alle um ihr Leben gerannt. Take this, ape-face. Okay, die haben sich mit dem... Also der hat dem ein Fass übergezogen, der Leiche. Und ein anderer, auf den wurde geschossen. Yeah, run! Okay, let's see what we have here. Yeah, run! Der ist umgekippt und ist dann hinten rausgerannt. Ach so, muss ich das jetzt nummerieren oder was? Yeah, run! Nee, das ist ja ganz simpel. Das ist passiert, dann das und dann das. Take this, ape. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. Boah, diese drübergelegten Sachen sind ja auch immer herrlich crazy. Oh, der ist ein bisschen... Ah, jetzt sehe ich es. Da links unten neben seiner Lebensanzeige ist noch so eine... Ist das Blaue? Das ist wahrscheinlich dann so eine Sanity-Anzeige oder so. Aber der hat sich gerade wieder beruhigt. Alles klar. Okay, Mind Palace. Oh Gott. Fled when wounded. Fled when fisherman house after he was wounded. For fisherman is missing. There was 3 fishermen in the house when Albert woke up, but I found only 2 of them. Ja, der eine ist ja aus der Wand gejumpt, scheinbar. Returned unstable. Okay, Moment. Ich muss jetzt die Sachen verbinden, nehme ich an. Also. Was dangerous and posed a threat to lose Finn and his fellow fishermen. Ja, genau. Moment, nein, ich bin noch nicht fertig. Ich check das gerade noch nicht so ganz. So, Fisherman started the sun to the outbreak. Nachdem er aufgewacht ist. Albert returned unstable. Became aggressive, loose, and Innsmouth fishermen immediately started shooting at him. His
spread some sort of psychic influence, which made everyone nearby suffer hysteria. Ja. Ach Mann, wieso geht man mal ganz raus? So. Der Shot. Achso, man kann immer nur 2 Sachen verbinden, die unmittelbar zusammenhängen. Okay, also halt einfach so geschossen, Albert ist abgehauen. Hä? Hä? Ich check grad gar nichts. Also das ist... Okay, ich reihe das noch überhaupt nicht. Gucken erstmal weiter. Can track down Albert. Albert and a fisherman named Luz fled the scene. Track them using my supernatural sense. Ah, natürlich hat er so einen Sense. Ich finde es aber ein bisschen schade. Ich weiß nicht, bei so älteren Games gab es so einen Kram nicht. Aber seit Batman Arkham Asylum, wo das mit Detective Vision ja noch halbwegs, also ja noch irgendwie Sinn ergeben hat. Und dann danach bei Assassin's Creed, oder ungefähr zur selben Zeit, Assassin's Creed hat dann die Eagle Vision und sowas, aber seitdem ist es leider nicht mehr rauszudenken. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, ohne so eine Funktion finde ich das spannender. Wilhelm Testimony, ja, das habe ich alles. Pin Evidence. Place on Map. Egal, gucken wir erstmal so weiter. Was haben wir denn da? So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Albert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. Das ist witzig, als ob überall so Fingerabdrücke wären oder sowas. Es ist halt nicht so geil, durch so einen komischen Filter dann durch die Stadt zu rennen, anstatt einfach nur den Spuren zu folgen, die man tatsächlich sehen kann, wie bei L.A. Noire zum Beispiel. There's something in the pocket. Bei L.A. Noire ist ja auch das so, dass du durch die Musik das nur hörst. Du hörst ja immer so einen Sound, so Bing Bing, und dann siehst du, oh, da ist irgendwas. Und dann gibst du eine Investigation-Musik, wenn die Musik aufhört zu spielen, dann weißt du hast alles entdeckt. Das finde ich sehr viel eleganter in dieser Art von Gameplay als wie das bei den meisten Games und hier halt auch gemacht ist. Aber naja, mal schauen. Das mit diesem Mind Palace ist auch noch ein bisschen verwirrend. Bloodstained note. Lewis, please just give me one more week. I know I owe you, but I'm underwater like everyone else right now. I don't yet have enough stock to operate the bar smoothly with fuss snooping about the port. So witzig, das ist natürlich eine Metapher, ne? Ich habe gerade kein Geld und so, ne? Aber underwater, hahaha. But don't worry, I've stuck a nice deal with the proper people and should have a steady supply channel soon. Just one more week and I return everything with double interest, Peter. Geldprobleme. And the blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far.
geil, dass man auch so alternative Wege nehmen kann. The door won't budge. It won't budge. Das kennen wir doch auch irgendwo her. Ha! Das geht. Geil. Oh, was ist das? The fuck? One fatal round through the forehead. That's no accident. This was deliberate. Okay, dann muss ich jetzt hier weitermachen. Lewis, the Innsmouth fisherman who probably killed Albert, left the site of a murder. Lewis shot without warning. Oh, achso, wahrscheinlich. Hä? Ich verstehe es immer noch nicht. Anti-Fog Mountain said in Innsmouth were loose and his people suffered at the hands of Fog Mountains. That could be a reason to hate them. Lewis may have wanted Albert dead. Lewis may have wanted to kill Albert outright because he was a Fog Mountain rather than just drive him off. Ist irgendwie nicht so elegant. Also es ist so ein bisschen wie bei Murdered Soul Suspect, was auch ein okayes Spiel ist, aber gerade was den Detective-Aspekt angeht, ist es so simpel. Du hast quasi einfach nur Try and Error, bis du das Richtige hast. Ich finde es schade, dass das jetzt hier nicht so ein bisschen... Also ich meine, jetzt kann ich jetzt hier wild durchklicken, weil es immer nicht so ganz... Es ist nicht so ganz klar, finde ich, was jetzt immer zusammengehören soll und was nicht. After Crime Scene, das... Guck mal, dass der von der Crime Scene abgehauen ist und der Typ an der Bar ihm Geld schuldet, das hätte ich doch jetzt nie zusammengefügt. Das ist doch keine Deduktion. Das ist halt Kid Albert from Mountain may be hiding at the bar in Oakman Port. Das ist ja keine Deduction. Das eine baut ja nicht auf das andere auf. Jetzt muss ich da aufpassen, ich habe nur 3 Kugeln. Aber das Vieh ist schon tot. Was auch immer das sein soll. Erinnert mich ein bisschen an diese spinnbeinigen Viecher aus einem von den schlechteren Silent Hill Spielen. Homecoming oder so. Ach ja, ich habe ja auch noch einen Nahkampf. Völlig vergessen. Will ich ja keine Muni unbedingt verschwenden. Also hier habe ich jetzt alles, stand da, ne? Blackwood Marsh Fish Canning Factory.
Ist aber ein interessantes Bild. Ach du Scheiße, was sind das denn? Mutierte Ratten oder was? Das irgendwas? Ne. Offensichtlich nicht. Under the Keel Bar. Exit, achso. You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ist zwar besoffen, aber wir wissen schon, dass es stimmt. Ugh, I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of, fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Ah, hören wir uns das an. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. Alright, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Das ist spannend, weil das wahrscheinlich dann alles Sachen sind, die man auch wirklich dann braucht, anstatt Geld. Ja, aber wir brauchen jetzt nichts dergleichen. Some other time. Maybe. As you wish. Wir alle sind unseres Schicksals Schmied. Schauen wir erstmal, wie wir allein weiterkommen. Knock it off! Nee, sag ihm nicht, knock it off. Ich möchte das hören. Okay, wenn es nicht als Diebstahl gilt. Welcome to Under the Keel. What do you want?
Fangen wir mit Smalltalk an. I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Genau, bieten wir ihm was Praktisches an. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Get me? Throck. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. You gotta promise to deal with him once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart man. There's your good deed for the day. Bye. Na, wenn man so ein Außenseiter ist, dann muss man den Leuten dann erstmal praktische Dinge anbieten und nicht einfach mit dem Gesetz rumwedeln und sagen, ja, aber du weißt schon, dass das ein Krimineller ist. Dass man so, ja, das wissen die Leute, die sind nicht doof, aber warum sollten sie mir geben, ne? Achso, es sah kurz aus wie eine Katze. Ich dachte gerade, sie haben so ein süßes Katzenbild an der Wand. Das hätte mich jetzt gewundert. Aber es sind Ladies. What the? Get them! Oh! Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though. I suspected it had something to do with that ape. Turns out, I was right. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Wanna spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouthers' bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are.
Was ich schon spannend finde, ist, dass diese Geschichte jetzt, also es ist jetzt gar keine offizielle Lovecraft-Geschichte in dem Sinne, sondern so eine Eigeninterpretation, die dann so weitergeführt wird, dass sie ja gesagt haben, Innsmouth wurde komplett im Erdboden gleich quasi verbrannt und die sind jetzt alle so Flüchtlinge, was natürlich jetzt gerade zu unserer Realzeit gerade ganz gut passt. Also ich denke mal, dass die Entwickler sich das auch genau deswegen so überlegt haben. Aber es würde dann heißen, dass es nach Call of Cthulhu, also nicht dem, was wir gespielt haben, sondern dem Dark Corners of the Earth, theoretisch spielen würde, wenn man jetzt sagen würde, das ist eine Story oder halt nach Shadow over Innsmouth, der echten Story. Ist auf jeden Fall interessant. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right, those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Das ist schwierig. Wir haben nämlich, also die Beweislage ist ja die, dass es so aussieht, hätte er ziemlich bewusst den eiskalt ermordet. Und natürlich ist es jetzt ein Lovecraft-Game, das heißt, wenn er sagt, ich war nicht ganz Herr meiner Sinne, irgendwas hat mich gelenkt, könnte das so sein. Wir müssen aber nach der Beweislage handeln, die wir haben. Und es ist im Moment, dass ich nicht glaube, dass es nur so, oh, ich bin ein bisschen außer wie sagt man, ne, so vom richtigen Pfad abgekommen und da bin dann aufgespießt, in einem Kühlraum gelagert, erschossen und sowas. Ne, so. Ich glaube das nicht. Deswegen sage ich mal, I'll think about it. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. Lass ich mich bestechen, nur um das zu machen? Nein, lass ich nicht. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Don't try my patience further, Mr. Flynn. Ja, also ich lasse mich auf jeden Fall nicht bestechen, egal ob ich jetzt am Ende dann ihn verrate oder nicht. So, dann müssen wir hier nochmal reinschauen. Also, Louis Flynn's Testimony. I was murdered. Ja, Mind Palace. Louis claims he wasn't himself and was affected by the same mental influence as the other fishermen. Ach, jetzt muss ich das aussuchen, scheiße. Louis was aware of what he was doing during the fight with Albert Throckmorton. Louis was mentally affected and couldn't entire control section. Kann ich das erstmal links liegen lassen? It's like if it not Louis was out to murder Albert Throckmorton, he had a motive too, the mutual hatred between the Innsmouths and the Throckmortons. I must tell Robert Throckmorton the truth and bring the murderer to justice.
Oder ist das andere? Lewis killed a Throckmorton while under some sort of mental influence. He couldn't control his actions. And was can't be blamed for our death. I could try and cover for him. Achso, das kann ich mir so gut noch aussuchen. Alles klar. Ja gut, ich bin mir halt noch nicht sicher. Ich bräuchte noch irgendeinen Hinweis. Ich bräuchte irgendwas Handfestes, das beweisen kann, dass er nichts damit zu tun hat. Beziehungsweise, dass er nicht Herr seiner Sinne war. Und meiner Meinung nach habe ich das noch nicht. Ist ganz schön geil, dass es ja keine Ladezeiten gibt, so wirklich. Zwischen Orten und Ähnlichem ist schon mal ganz cool. Ich meine, es ist jetzt bis jetzt noch nicht so ein großer Ort, in dem man hier unterwegs ist, aber ist trotzdem schon mal cool. Das ist die Map, genau. Oakland City Port. Da ist das Boot, was wir investigated haben. Da sind wir angekommen an dem Hafen. Was bedeuten diese Zahlen? 1, 2, 3. Okay, an manchen Stellen kann man ganz gut langklettern, an anderen Stellen wieder nicht unbedingt. Okay, war scheinbar ein Unfall oder sowas. Aber geil, dass man überall hin kann. Also so ziemlich. Ich kann sogar hier drauf klettern, witzig. Also atmosphärisch gefällt mir das bis jetzt auf jeden Fall schon ziemlich gut. Muss ich sagen. Ah! Ja gut, zum Glück kann man schwimmen. Ich glaube nur, ich sollte nicht zu lange im Wasser bleiben, so viel ist schon mal klar. Oh, da sieht man schon, ich werde irgendwie verletzt und meine Sanity geht runter. Da ist irgendwas. Oh, scheiße. Kann ich hier nirgendwo draufklettern? Fuck. Ah, nein, ich bin gleich tot. Komm schon, komm schon. Oh. Krass. Ah, mit Telefonzellen können wir schnell reisen, alles klar. Uh-oh. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Aber der hat sich meinen Fortschritt gemerkt, oder? Was sind meine Skills? Wann? Achso, bei 1000 Experience Points kann ich was machen, alles klar. Okay, gut. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. Achso, ich kann den Backstern in den Kopf werfen. Nee, danke. Das wäre auch ein schönes Bild. Schade, dass man nicht wirklich Bilder macht. Außer wenn es scheinbar wichtig ist.
Kann ich drüber klettern? Okay. Kann sich also nicht dadurch schießen. Das ist aber die Nummer der Ports. Das ist dann Port 3 und dann ist 2 und 1. Verstehe. Join in, newcomer. Praise the sea with us. Spannend ist es, dass er überall so lang klettern kann, theoretisch. Ja gut, das ist jetzt die Frage, war er Herr seiner Sinn oder nicht? Ich möchte den Typen jetzt nicht zu Unrecht verurteilen. Ich meine, nach amerikanischem Recht würden wir sagen, er ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Aber es hat ja auch schon viele grausame Menschen vor einer Verurteilung bewahrt, die dann noch mehr gemacht haben danach. Wer weiß. The end is nigh. It will begin again. What is down comes up. The seed is sowed. Safen wir schon mal einmal. Genau, angucken kann man sich das aber trotzdem nicht, ne? Das war Fisherman had killed Albert Throckmorton, hiding at the local barn report. He admitted that he was at the crime scene, but can't remember exactly he killed Albert Throckmorton. He claims he was under mental influence, just like the other fishermen at the house, and he was not in control of himself. He asked me not to give him up to Albert Throckmorton. I can either reduce or save him. Found the body of He was fatally shot in the head, impaled on hooks, and then hidden.
Ja, wie gesagt, also die Beweislage sieht leider ganz anders aus. Aber eigentlich, ich fühle mich schlecht, einen armen Flüchtling an einen reichen Typen auszuliefern. Also es fühlt sich irgendwie von Grund auf falsch an. Das ist halt das Ding. Albert the Fisherman in Blues fled the scene after a fight in the house. And track the music. Ja, genau. Also mir kommt das zu überlegt vor, würde ich jetzt aber behaupten. Der ist eben komplett, hatte den verfolgt, den vorsätzlich in den Kopf geschossen, aufgehängt, in den Kühlraum gepackt, versteckt und sowas und dann zu behaupten, ich kann mich nicht erinnern, das ist eigentlich der älteste Trick überhaupt. Wahrscheinlich werden wir im Laufe des Spiels rausfinden, dass die Leute hier influenced werden, aber jetzt gerade ergibt das so Sinn. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. I've tracked down your son's murderer. Where? Who is he? Ah, Mann. Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice, bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Okay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here, or guided, or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture. A sleeping giant, drowned streets, and a voice calling from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe?
I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Alter Schwede. Der Spürhund erwacht. Löse in Oakmont deinen ersten Fall. Das ist unsere erste Errungenschaft jetzt. Okay. UK's Lost at Sea. Ich bin gespannt. Ach, direkt eine neue Waffe sogar bekommen. Erstmal durchladen. Okay, schauen wir uns das erstmal alles an, eins nach dem anderen. Jetzt fühle ich mich hier ein bisschen überfordert. A trusty 6-shooter bolt Model D, nicknamed the Widowmaker, uses powerful 44 to 40 cartridges. Antipsychotics, a shot of powerful antipsychotics to keep your mind clear when you need it. Ignore the side effect list. Ah, okay, jetzt sehe ich auch, so können wir den Kram sogar craften. Alles klar. Bullets können wir auch craften. Ja, gut. Wenn ich die für nichts anderes brauche. Da können wir noch 2 für machen. Oder nur 1 scheinbar. Okay. Da haben wir noch genug übrig für ein paar Antipsychotics. Ja. Okay, gut zu wissen. Also alles so ein bisschen rudimentär, aber sinnvoll. Jetzt sind wir noch in dem ersten Gebiet, Grimehaven Bay. Ist halt die Frage, ob sich jetzt der City Port öffnet. Knowledge Points, einer, genau. Ich habe ja gerade gesehen, dass wir irgendwie 1000 Punkte gekriegt haben. Aber ich kann nur 1 machen. Carry up to 25 pieces of any crafting material. Das kann ich schon, oder wie? Nee, das muss ich machen, okay. Absolute Clarity, earn more experience and stay sane for slightly longer. Das klingt sehr sinnvoll. Carry 7 more pistol rounds. When close to death, slow rate a limit of health for one last fighting chance. Set traps twice as quickly. Okay. Give an extra bullet loaded, gaining a chance to deal double damage with a pistol, a chance 10%. Ich würde sagen, hier dieses mit mehr Experience Points klingt erstmal gut. Also ich muss sagen, das Interface und alles ist alles auch sehr rudimentär, sehr simpel. Und ich wünschte, da wäre ein bisschen mehr so Feedback in dem, was man tut. Und nicht alles nur so aufgelistet. Key to Headquarters. Expedition Headquarters. Road to Logs Expedition. Ja. Alles klar. Okay, also wir müssen ja auf jeden Fall erstmal reinkommen. In das Ganze. Das ist wirklich noch so ein bisschen unübersichtlich alles. Ja, es ist der Weg frei, alles klar.
Also diese Albträume sind echt nicht schlecht gemacht. Genau, das wäre alles, ne? Außerhalb von... Ja, okay. My Diary, Part 1. I don't know what exactly sank the USS Cyclops, only remember the screams and the metal creaking, water filling the deck, and my headache, the worst I've ever had. I found myself among the floating seaweed drowning. A nearby piece of a boat helped me survive and reach the shore of a small island. They found me on it later, starving half mad and babbling about the ancient ruins and the denizens. The officials said none of what I thought I'd seen was real, but my memories are true. My strange powers gained after the ordeal prove it. I found something horrible on that island, something old and dark and slithering, and it still haunts me. Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. All that we see or seem is just a dream within a dream. Ach, Zitat, Edgar Allan Poe. Charles W. Reed. 1794, 17. Never again, they say. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Ach, wir können sogar einkleiden, das ist ja süß. Kings from Stayware. Man of Science. Fisherman. Police Envoy. Plague Doctor. Master Sleuth. Ja, da hat man schon die Sherlock Holmes Referenz. Cultist Wishyanka. Ich finde den Windcoat eigentlich so ziemlich geil, muss ich sagen. Aber er hatte seinen Rucksack gar nicht mehr dabei. Aber ich finde ihn cool, das sieht geil aus. Nehmen wir den. Ja. Sieht ein bisschen professioneller aus, weißt du? Ein Mann, der weiß, was er tut. Raids on Innsmouthers. The number of attacks on the Innsmouth immigrants has increased. Raids are intensifying with more and more Innsmouthers exposed to abuse and assault. Sometimes whole families are found dead in their houses. Police are on the case with several illegal Innsmouther businesses captured and their owners sent to jail. The city ought to have been cleaned to these fish-faced scum long ago, said Robert Throckmorton, head of the Throckmorton Grant family. I regret only one thing. It all started too late. Had we not neglected our civic duties, my son Albert would still be here with us. Ach, spannend! Das ist jetzt quasi die Auswirkung dessen, wie wir den Fall gelöst haben. Sowas finde ich spannend. Also ich muss sagen, ich glaube, das nächste Mal löse ich den Fall nach meiner detektivischen Intuition. Und nicht nur auch den Fakten, aber ich wollte einfach mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Aber wenn es sowas ist, dann versuche ich in Zukunft mehr auf meine Intuition zu hören, weil ich glaube nicht, dass wir richtig gehandelt haben. Ich glaube, der Mann konnte wirklich nichts für. Note from Jet Vanderberg. Mr. Reed, it seems that you overexerted yourself while conducting the investigation for Mr. Throckmorton. Forgive me for the audacity, but I brought you to the Devil's Reef while we were unconscious. Please take more care of yourself in the future. I won't be there for you every time. Ach, spannend. Das heißt in echt, wir haben ja gesehen, dass so 2 Versionen von uns waren und eine ist hingefallen und in echt ist aber hingefallen. Und das danach war der Traum. Aber spannend. Das ist cool gemacht. Sehr cool gemacht. Es hat definitiv auch so ein Mid-Budget-Feel, das Game. Und es ist jetzt nicht so ein High-Budget-Game. Aber dafür würde ich sagen, es ist schon alles ziemlich gut gehandelt. Also wie gesagt, alle Frogware-Spiele. Die früheren Frogware-Spiele waren technisch ja sogar meistens unter aller Sau, muss man sagen. Das hier ist ja noch solide für ein 2019er Spiel. The nightmares. I boarded up the windows and locked the door. They are just men. The Yellow King's gang. They can't get here now. Now there's only me. Me and these. Nightmares. A little longer to figure them out. So ist immer lustig, weil
Und die Tür war ja einfach offen. Das passt jetzt natürlich nicht so ganz zu der Notiz, die wir finden. Von wer auch immer hier wohnt und versucht, sich mit Schutzzirkeln vor anderen zu bewahren. Aber gut, als Investigation-Game Klischee nehmen wir es einfach hin, dass wir auch ja alles einfach klauen können und so. Guck mal, sogar 2 Bullets haben wir die sogar geklaut. Das ist im Grunde Geld, was wir gerade jemandem wegnehmen. Aber gut. Wenn das Spiel uns das machen lässt, ist ja okay. Keep it down. Mr. Archer, I've seen you dragging things into your room. Mind the floors. I make you pay for any scratches you leave. Your landlord. The door won't budge. Ach, guck mal, die Tür ist abgeschlossen. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. Ach, das ist jetzt unser offizielles Detektivbüro, solange wir hier sind. Das ist ja süß. Genau, erstmal alle persönlichen Sachen einfach stehlen. Ich bin Detektiv, ich darf das. Ich repräsentiere das Gesetz. Ich gehe erstmal hoch. Ah, was haben wir hier? Too many coincidences. So the lighthouse is out. Several ships have gotten lost at sea, and some are now decorating the city's beaches. That's one thing. But now there's an enterprising fellow at the city port hiring salvagers to recover ships. He's turning a tidy profit from selling them. Can't be a coincidence. Need to look into it. Now, if only the city wasn't so impossible to navigate. Bei sowas finde ich ja schon spannend, dass ich Bock hätte, das Lighthouse wieder zum Laufen zu bringen. Um mich darum zu kümmern, aber mal schauen, ob wir das machen werden. Oder ob es einen düstereren Grund dafür gibt, dass das Lighthouse nicht mehr an ist. Und Lighthouses, wissen wir an solchen Spielen und Stories, immer sehr spannend. Und ein wichtiges Motiv. Finally, you're awake. Gotta tell you though, mister, you want to stay on here? You stop making all that noise. Sorry, but who are you again? You bang your head or something? I'm Victor Olmsted. I own the place. This place. The Devil's Reef Hotel. Noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. It stops, all right? Ja gut, wir wissen das halt nicht, deswegen sagen wir lieber mal. Aber wobei, dann kommen wir mehr ins Gespräch. Got any proof it was me? It could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad patron means you get away with everything. You're not exactly friendly with your guests. Aren't we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is lighting the kitchen stove. Can I have a look? I knew it. I tell you, no one sane would be interested. And you
Want to take a look? Well, fine, fine. Take what you wish. Ach du Scheiße. Was gibt ihr mir da alles, Junge? Okay, eins nach dem anderen. Side case, letters from Oakmont. Forlorn woman. The city, no matter how badly the flood damaged it, has an unnatural appeal. I can't stop myself from walking, even if it means being struck by further visions. I went to the eastern part of the Salvation Harbor near the crossing of Fizz O'Callaghan Street and Old Church Road. It came. The feeling of loneliness and fear was immense. I was a woman locked in a room, infected and slowly rotting. My body turned into something. It itched badly and my face. I had to hold the skin with both hands to prevent it from growing until I suffocated. I ended up sitting on the road, crying until some innsmouther kicked me and ordered me away. The visions are testing me, playing with my mind. My old forgotten fears come to life. When I was small, I was afraid to stay alone. I thought my parents would leave and never come back. Today I went to the eastern streets of Coverside and the visions came on the corner of St. Elmo's Lane and Kingsport Street. I felt I was alone, forgotten in a locked room, hungry and frightened. I was so scary to stay inside. But everything was much worse behind the door. Something scratched in the corridor and there were terrifying screams from outside. I could not run, could not hide. I just waited for Mom to return. Achso, ist wichtig, an welcher Stelle das ist. I'm watching you, newcomer. To my dear nephew, my dear Victor, how is Oakmont treating you? Should you require any support, the Blackwoods will be happy to help you. I've arranged for that. Regarding your question, I don't know where Robert went. Sadly, only that he did not stay in Innsmouth. Perhaps there's hope he didn't perish in that cursed raid. Take good care of our hotel, please. Plenty of our relatives were interested in the property, but you're still my favorite nephew. I know the Devil's Reef is in good hands. Kind regards, und Porcher. Erstmal einen Brief stehlen. Burbanks Ice Cream and Soda. Das ist ja mega geiles, mega geiler Plattenspieler. Oder Grammophon. To Walter. Walter, can I help you if I hear you're peddling your cheap affordable living again? I could live with you renting out beast-ridden flop houses, but you're cutting into my profit. Don't make that mistake. I know you're on the fish market and I have dangerous people living here that I can send after you. You've been warned, Vic. Ja, hier gibt's auch ganz schön viel Stuff. Note about the hobo signs. Darren, I think I'm finally starting to figure this out. Locals use signs to mark special places that you know already. Kinda like the secret signs hobos use all over the country. What I learned is that the tradition dates back to the times well before the flood. I've been able to find out the meaning of some of them. You've seen the crooked H-shaped signs on doors around town? That means that this house is inhabited. The crosshatched grid sign marks hidden caches of useful items. The V-shaped sign is for barricaded dangerous places. Good catch there, they say. Still haven't figured out the spiral-shaped sign though. You have to investigate for yourself. And if you see a sign with a cross and 3 Ks, reach for the gun. Okay. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Das ist da, wo man Stuff findet. In irgendwelchen Schränken oder sowas, die so mit sowas markiert sind. Hier zum Beispiel. Da sieht man das. So witzig, dass man überall draufklettern kann. Oh Mann. Wie viel Stuff wir jetzt schon bekommen haben. Oh. Wo sind wir denn hier gelandet?
Ich weiß, es bringt nichts, aber es fühlt sich sehr angenehm an, einfach so ein Bild von irgendwas zu machen. Ach krass, das ist hier schon komplett überflutet. Wir können das Schiff sogar benutzen, das Boot. Ach du Scheiße. Okay, aber ich gucke mich erstmal hier um, wo wir sind. Und hier haben wir einen Schnellreisepunkt. Geil. Hospital. Das ist die Police Station dann, ne? Und das ist Oakmont Chronicle. Infested area. Get out, leave now. Okay, da kann ich so nicht hochspringen. Aber krass, sie mussten also Wasserwege draus machen aus den Straßen. Das ist echt abgefahren. Oh, ich bin so froh, dass ich merke das gerade, ich bin so froh, dass das Spiel keine Minimap hat, sondern nur diesen Kompass wie bei Oblivion oder Fallout. Das finde ich viel besser als eine Minimap. Macht der Kunden nämlich auch viel mehr Spaß. Ist das ein Car-Dealer oder so? Clothes for men and women. Zweimal Alkohol, dann kann ich noch so ein First Aid Kit machen, das merken wir uns. So. Street, Hubert Avenue. Hey, knock it off! No photographs, you hear me? Huch! Wie witzig der eine Typ hat dann halt diesen Insmaufer sich genau angeguckt gerade. Beim Vorbeigehen, der war richtig so, wer ist das denn?
Relax, breathe out. What's your problem? Oh, es ist wieder unangenehm warm draußen heute. Ich habe das Fenster und die Tür offen, damit es hier schön mal so ein bisschen durchlüftet, aber mir ist richtig unangenehm gerade. Weil soll es heute gar nicht so super heiß werden. Also höchstens 24 Grad, das geht noch. Ja, dass die Leute so rein und raus plöppen und sowas, ist natürlich nicht ganz so schön, aber naja. Ist ja nur fürs Ambiente, dass die hier rumlatschen scheinbar. Ich finde es auf jeden Fall noch nicht direkt ersichtlich, in welche Tür man rein kann und welche nicht. Ich meine ja, dass sie irgendwie markiert sind, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Bei den letzten Türen. Weil der Mantel steht ihm echt gut. Light. Mal kurz auf mein Telefon gucken. Nüpp, nix Wichtiges, super. Das freut mich. Achso, da habe ich dann all die Sachen, okay. Hotel owner allowed me to look through the weird notes he found in the rooms of disappeared newcomers. Among them I found several pages from a diary of a man describing his life in Oakmont. Several visions and marked the places where they happened. Was he trying to avoid them? Genau, dann kann man nach jedem dieser Visions dann gucken, alles klar. So viel habe ich auch verstanden. So, aber hier ist Headquarters. Genau, wo finde ich denn Headquarters? Nee, das checke ich gerade nicht. Naja, hier ist auf jeden Fall der Oakmont Chronicle. Vielleicht kann ich da erstmal mit jemandem reden, der sich hier auskennt. The old papers are by the door. Take them and stop bothering me already. I think you've got me confused with someone else. Aren't you a newcomer? Help me out here. What's the connection between newcomers and old newspapers? It's cold sleeping in the street, and they come to collect the old newspapers for warmth. Yeah, I guess I am a newcomer. Charles Reed, private investigator. And I also need your old newspapers, the archive, to be exact. Ah, so you're the one who cracked the Albert Throgmorton murder case. Nice work. I'm Helen Bland. Say, can you do me a favor?
Give me an exclusive interview. You won't regret it. The Oakmont Chronicle is the best newspaper for miles around. All right, I'll be sure to make some time for you, Miss Bland. Do you still want that interview? I got some time now, if you're ready. Oh, absolutely. We know that you're the private eye who solved the case, but tell our reader something more about yourself. Das ist spannend. Das ist einfach ein guter Weg, damit wir auch mehr über ihn erfahren. Das finde ich cool. I'm a former Navy diver. Served on the USS Cyclops, and, well, after the war, I found myself in Boston. I've been a private eye ever since. Oh, a brave sailor. Well, I imagine you'll get accustomed to local life easily. We have plenty of water around here. Maybe we'll have the chance to work together later. Who knows? And now the big question. Why are you here? What brought you to Oakmont? Currently, I'm tracking down the source of the psychic phenomenon that's been causing madness and visions all across the country. Ah, yes. It affected people here, but we were much more concerned with the flood. Though Robert Throgmorton sent an expedition. Yeah, and then hired me to find it. Ironic, don't you think? I think that's enough for now. I can't give the readers too much all at once. Thank you for your interview, Mr. Reed. My pleasure. Maybe I'll do something interesting enough to make the papers again. You never know. See you later. Gibt der hiesigen Zeitung ein Interview. Extrablatt, Errungenschaft. Sehr geil. So. Ja, ich hätte gerne noch mehr erfahren über ihn, beziehungsweise noch das Interview auch länger gemacht, aber vielleicht, ne, wie er schon meinte, kommt man noch mal wieder. Sie meint ja nur nicht so viel auf einmal. Dann geht es vielleicht später noch mal weiter. Weil sowas finde ich eigentlich ganz clever, dass wir eigentlich dann nicht Fragen beantworten müssen, die wir kennen, sondern die es dann für uns als Spieler, wir dann quasi ihn als Figur einfach näher kennenlernen. Spannend, dass man nicht so viel findet, was ich ganz gut finde, weil... Ah, da ist was. Weil man dann so merkt, dass dieser Ort auch hauptsächlich existiert, weil das halt für das Worldbuilding wichtig ist, ne? Dass es halt die Zeitung gibt, das Gebäude so aussieht. Das ist ganz spannend. Das wäre Free Run durchs Gebäude. Alles klar. Dann haben wir den Ort schon mal. Ach, gibt es einen Tag- und Nachtwechsel im Game? Das war mir nicht bewusst. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Was da jetzt genau... Infested Area... City Port...
Devil's Reef, da haben wir angefangen, genau. Das ist das Police Department. Aber es wird mir auf dem Kompass gar nicht direkt angezeigt. Wahrscheinlich muss ich das erst markieren. Treasure, Mystery, Danger, Key to the Headquarters. Ach so, ich setze mir selber eine Markierung. Das Spiel macht das gar nicht für mich. Ja, das ist spannend. Okay, das heißt, ich muss wirklich gucken, wie ich hier vorankomme. Also geradeaus, rechts. Ich laufe in die richtige Richtung, ne? Ja. Okay, spannend. Wow. Genau, und jetzt, wenn ich in der Nähe bin, dann wird es auch angezeigt. Alles klar. Ich verstehe. Das ist natürlich spannend, wenn man selber die Stadt dann irgendwann, wenn man die am Ende des Spiels dann vielleicht sogar ziemlich gut kennt. Sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, das sieht auch schon nach einem Polizeigebäude aus. Okay, und dieses Haar meinen die, sonst kann man da nicht rein. Okay, das merken wir uns. Hello, officer. Well, look who finally decided to show up. If it ain't Charles Reed, the genius that cracked the case of Albert Throgmorton. Captain Caleb Lyons at your service. What can we simpletons do to assist you, Mr. Holmes? Do you and I have a problem, officer? No, no. Aside from making everyone in the Oakmont Police Department look like idiots, let me be frank, newcomer. You ain't welcome. You slip up, don't cross a T or dot an I, and I'll treat you like every other criminal here. Okay. Well, can I use the police archive in the meantime? You can, but only because of Mr. Throgmorton's patronage. And heed me well, you're on mighty thin ice, and I'll be under it when it breaks. Alles klar, wissen wir Bescheid. Captain Lyons. Okay, was ist jetzt? Select Free Search Criteria. Ach so. Ach du Scheiße. Okay. Genau, was ist meine Aufgabe? Robert Throgmorton funded an expedition. Identify an armed expedition member dead or alive. Throgmorton will be waiting. Okay, also wie wär's mit Violent Crimes? Und dann Victim. Aha. Okay, das muss man ganz anders angehen, sehe ich schon. Oh Gott. Nee, dafür müsste ich erstmal was essen. Da ist mein Kopf noch nicht wach genug. Diese Hitze schlägt mir auch richtig drauf. Ja, ich laufe nochmal eben woanders hin. Ah, wobei, das ist wahrscheinlich zu kompliziert im Spiel, den Weg hin zurückzufinden und so ein Kram. Naja, egal. Speichern wir erstmal.
Ja, ich glaube, am besten ist, wenn ich mir eben was zu essen besorge und vielleicht machen wir dann heute noch später weiter. Mal sehen. Ich muss auch noch was schneiden und so. Ja, aber ist auch ein guter Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Save funktioniert. Ich meine, ich habe jetzt hier gespeichert. Hoffentlich kommen wir auch hier wieder raus. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ist auf jeden Fall bis jetzt sehr interessant. Also es hat was. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Deswegen sage ich jetzt schon mal Upsala. So, danke fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schausen.